Landwirte, die um ihre Existenz kämpfen. Zurzeit heißt es wirklich Arschbacken zusammenkneifen und froh sein, wenn es noch vom laufenden Betrieb alle Kosten gedeckt werden. Und gestiegene Erzeugerpreise, die auf VerbraucherInnen treffen. Der Verbraucher erfordert von uns regionale Produktion, vielleicht sogar biologische Produktion. Und dann geht er in den Supermarkt und kauft das Discount-Produkt. Wir wollen wissen, welche gestiegenen Kosten haben die Erzeuger und können sie ihre Kosten weitergeben? 2 Beispiele: die Kartoffel und das Ei. Da unten liefen sie mal, die glücklichen Hühner aus Frohnhausen in Mittelhessen. Jetzt stehen hier 3 Hühnermobile zum Verkauf. Statt 6.000 sind es nur noch 4.000 Legehennen, die nach Futter scharen. Der Geflügelhof Jung kämpft sich durch gestiegene Kosten und Absatzprobleme. Prinzipiell nach wie vor ja, ich bin auch Optimist. Das muss man wahrscheinlich auch sein in dem Job, aber es gab schon mal bessere Zeiten. Das ist so und ich hoffe, dass die Situation, wie wir sie jetzt erleben, nicht von Dauer sein wird und dass man das irgendwie auch noch überstehen kann. In der 2. Generation hat Familie Jung den Hühnerhof. Auch die nächste Generation ist schon in den Startlöchern. Das Futter für die Hühner machen sie selbst und die fressen jede Menge. 4.000 Hühner verzehren etwa 1 Tonne Futtermittel in 2 Tagen. Der Preis fürs Futter ist um 1/3 gestiegen seit Anfang des Jahres. Heißt 15.300 € Mehrkosten. Preistreiber Futtermittel. Und so geht es weiter. Beim Kauf neuer Legehennen oder dort, wo die Eier verpackt werden. Ihre Kosten, erzählt Familie Jung, brechen alle Dämme. Dazu kommen Investitionen in Dinge, die sie in dieser Menge noch nie geordert haben. Eines der Getreidelager gefüllt mit 75.000 Eierkartons. Wir haben jetzt im Prinzip die 4-fache Menge dessen gekauft, was wir sonst kaufen. Das ist im Prinzip der ganze Jahresvorrat. Und das nur, um letzten Endes an der Schachtel einen Preisvorteil von 2,5 bis 3 Cent zu haben. Neben dieser Bevorratung ziehen sich Mehrkosten durch fast alle Betriebsmittel. Das zieht sich leider zurzeit durch alles, was wir kaufen, hindurch. Ob das Diesel ist, ob das der Dünger ist. Man kann eigentlich gar nicht schnell genug oder so viele Sachen kaufen, um einen gewissen Preisvorteil mitzunehmen. So schwierig wie derzeit war es noch nie, sagt der Landwirt. Beim Blick in seine Unterlagen wird klar, um durchschnittlich 30% haben sich seine Kosten erhöht. Dagegen werden die Einnahmen weniger. Er vermarktet über den regionalen Einzelhandel, ein Verkaufsautomat steht an der Dorfstraße, dazu ein Hofladen. Wir verkaufen hier am Hof zurzeit das Ei für 38 Cent, müssten aber auf 2 bis 43 eigentlich gehen, um wirklich noch Gewinn dabei zu machen, um damit Geld zu verdienen. Und der Einzelhandel zahlt ihm sogar nur 32 Cent pro Ei. Der Verdienst gleich 0. Vieles rund ums Huhn gibt es bei Familie Jung. Ihre Preise haben sie nicht angehoben und doch fehlt 1/3 der Kundschaft. Die Kunden sparen lange Fahrtwege und Hofladeneier sind eben ein bisschen teuer. So wie es im Moment aussieht, wird es eine knappe Kiste, beziehungsweise würde ich meinen, da geht es zum Teil auch schon ans Eingemachte, an die Reserven. Vom Ei zur Kartoffel, einem Grundnahrungsmittel. Hier im Schelmenhäuser Hof am Rande Frankfurts werden noch die Frühkartoffeln sortiert. Der Kartoffelanbaubetrieb von Andreas Damm ist einer der wenigen, der sich fast ausschließlich auf Kartoffeln spezialisiert hat. Und das macht es derzeit nicht einfacher. Bei Getreide ist es zum Beispiel so, da hat man viele Landwirte in der Umgebung, da kann man sich eine Maschine teilen. Bei Kartoffelbauern sind in unserer Region sehr dünn gesät und dadurch muss man sich immer selbst mechanisieren und hat hohe Investitionskosten. Er zeigt uns an dieser gigantischen Maschine, was er meint. Sie wartet auf ihren nächsten Einsatz. Neuwert 160.000 €. Er hat sie gebraucht für 50.000 € gekauft. Bei dem Kredit kannte er die Konditionen, im Gegensatz zu den derzeitigen Kosten beim Ernteeinsatz.
Alleine der Kraftstoffverbrauch, der Dieselverbrauch der Maschine ist um 50 € höher pro Hektar, die wir ernten müssen. Dann kommen noch Ersatzteile, Verschleißteile dazu. Die werden auch um die 30% etwa teurer werden wie im vergangenen Jahr. Allein die Dieselmehrkosten beim Ernteeinsatz 3.500 €. Und da sind die Kartoffeln noch nicht verpackt, vermarktet, neue Saatkartoffeln gekauft und die exorbitanten Düngerpreise bezahlt. Wir haben errechnet, dass wir ungefähr 30% höhere Kosten haben für die Kartoffeln. Wir müssen sehen, dass wir die nächste Zeit unsere gestiegenen Kosten natürlich weitergeben. Sonst auch früher oder später würden wir unseren Betrieb sonst zuschließen müssen. Andreas Damm vermarktet fast ausschließlich über Supermärkte. Der 2-Kilo-Beutel zwischen 2,50 € und 3 €. Doch Kartoffeln sind nicht preisstabil. Und das hat weniger mit der Inflation, sondern mit der Erntemenge zu tun. Das lässt sich anhand des Verbraucherindex erkennen. Schwankungen gab es schon immer. Verglichen mit Juni 2020 sind sie aktuell zumindest kaum teurer als vor 2 Jahren, trotz Inflation. Was dann natürlich noch dazu kommt, die geringere Ernte dieses Jahr durch die Trockenheit. Ob wir die Preise weitergeben können an den Handel, das wissen wir noch nicht, weil die Gesamtmenge der Kartoffeln ist noch nicht in Deutschland klar. Weniger Kartoffeln heißt teurere Kartoffeln. Doch hier am Hof rechnen sie nicht damit, dass von diesem Geld was hängen bleibt.